In diesem Video geht es für uns im Schnelldurchlauf durch den Norden Argentiniens. 2000 Kilometer in wenigen Tagen, aber natürlich trotzdem mit ein paar schönen Zwischenstopps und einem Ziel, auf das wir uns besonders freuen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist viel zu teuer. Damit wir hier nicht im Matsch versinken. Ich finde es ja sehr süß. 100.000 Kilometer! I'm feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Von den Iguazu-Wasserfällen, deren Besuch wir im letzten Video mit euch geteilt haben, geht es zurück auf unsere eigentliche Route. In 5 Tagen sind wir mit lieben Freunden in Mendoza verabredet. Und bis dahin heißt es, jeden Tag ordentlich Strecke machen. Nichtsdestotrotz wollen wir die Gegend hier natürlich trotzdem genießen und verbringen unseren ersten Abend an diesem schönen See. Zwar ist hier ein bisschen mehr Wasser als erwartet, für eine kleine Abkühlung und einen entspannten Abend passt es aber wunderbar. Unser nächster Morgen startet früh um 6 Uhr, denn wir haben einiges vor. Through the shadows, through the dark, there's still a glimmer of a spark. And when the road is split apart, I will be your northern star. Tatsächlich haben wir etwas unterschätzt, wie dünn die Besiedlung hier oben im Norden Argentiniens ist und damit auch die Verteilung der Tankstellen. Bevor es richtig knapp wurde, haben wir aber zum Glück eine gute Tankstelle gefunden und für knapp 1,20 € pro Liter Diesel den Tank wieder voll machen können. Reicht, oder? Ja, auf jeden Fall ein junger Guck. Da versteckt sich ein Keimann. Oh, jetzt bewegt er sich. Wir sind auf dem Weg in den Iberá Nationalpark, beziehungsweise eigentlich sind wir wahrscheinlich schon drin. Da haben wir schon einen kleinen Fuchs gesehen. Und da war ja ein Kaiman, der ist aber jetzt abgetaucht. Da haben wir eigentlich schon fast alle Tiere gesehen. Aber wir wollen noch Capybaras sehen. Hoffentlich sehen wir noch ein paar. Am offiziellen Einfahrtstor werden wir freundlich begrüßt, müssen aber nichts weiter machen. Und dann sehen wir ein paar Meter weiter tatsächlich die ersten Capybaras. Capybaras sind die größten Nagetiere der Welt und können bis zu 70 Kilogramm wiegen. Sie leben vor allem in der Nähe von Flüssen, Seen und Feuchtgebieten. Somit finden sie hier die perfekte Umgebung. Hallo Eule. Jetzt guck noch mal. Hallo. Ja. Ist nicht viel zu hell und warm für dich? Bist du nicht eigentlich eher ein Nachttier? Oder gibt es ja keine Bäume, wo du dich drin verstecken kannst? Gut, dass wir im Auto sitzen. Hey, nicht zum Auto. Also ein kleiner Chiller. Hallo. Jetzt der Mutter für dich ausgemacht und ein bisschen hier liegen geblieben. Wir starten auf eine kleine Wanderung. Wir waren da gerade da hinter uns im Häuschen beim Ranger Markus, hieß er, glaube ich. Der hat uns die Wege hier gezeigt, hat natürlich gesagt, dass es morgens und abends am schönsten ist, weil man natürlich auch am meisten Tiere sieht. Problem ist nur, morgen soll es regnen und die Piste zurück, die wollen wir nicht bei Regen fahren. Deswegen können wir leider hier nicht übernachten und machen nur einen Tagesausflug. Demzufolge, wir haben jetzt schon 10:30. Ich hatte eigentlich gedacht, wir sind früher hier, aber ja, war dann doch weiter zu fahren und es kam natürlich schon einiges zu gucken. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch ein paar Tiere sehen.
Der Ibera-Nationalpark gehört zu den größten Feuchtgebieten Südamerikas und ist bekannt für seine außergewöhnliche Artenvielfalt. Hier leben neben Kapibaras und Kaimanen auch über 350 Vogelarten. Kapibaras sind übrigens hervorragend an das Leben im Wasser angepasst. Sie haben Schwimmhäute zwischen den Zehen und können bis zu 5 Minuten untertauchen. Da ist der Turm. Gehen mal drauf und schauen, ob wir was sehen. Und da steht eins. Da steht eins. Durch ihr ruhiges und freundliches Verhalten sind Kapibaras bekannt dafür, sich gut mit anderen Tierarten zu verstehen. Das scheint auf diesen Vogel hier auf jeden Fall zuzutreffen. Man kann auch so draußen Kaiman sehen. Aber es sind irgendwie nur kleine da. Wahrscheinlich müsste man eine Bootstour machen für einen großen, aber ja, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen warm. Kaimane können bis zu 3 Meter lang werden und bewegen sich ganz sanft durchs Wasser. Mit ihren Augen- und Nasenlöchern knapp über der Oberfläche beobachten sie nahezu regungslos ihre Umgebung. Sie ernähren sich vor allem von Fischen, Vögeln und kleineren Säugetieren und spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem der Region. Dank erfolgreicher Schutzmaßnahmen haben sich die Bestände im Ibera-Nationalpark in den letzten Jahren gut erholt. So gelten die Tiere heute wieder als fester Bestandteil dieser einzigartigen Natur. Siehst du hier, wie lang der ist? Wir sind wieder auf dem Rückweg. Ist jetzt auch kurz vor 12 und der Planet brennt ordentlich. Eigentlich gäbe es da in die Richtung noch einen zweiten Wanderweg, der auch ein bisschen länger wäre. Aber ja, es ist einfach zu warm. Es ist Zeit, zurück zum Camper zu gehen und dann werden wir schon weiterfahren, damit wir hier nicht im Matsch versinken. Ansonsten wäre es mit Sicherheit cool, hier auch zu übernachten und abends nochmal rumzulaufen, immer noch mal ein paar Tiere zu sehen. Aber am Wetter kann man leider nichts machen. Hallo. Jetzt schön matschig bei dir, würde ich sagen. Tschö, wir fahren jetzt auf. Alles gut. Na los, der Mutti hinterher. Hoppala, so aber schnell. Wir fahren jetzt wieder aus dem Ibera Park raus. Es ist, glaube ich, gar kein Nationalpark, sondern sowas wie ein Provincial Park. Der Abstecher hat sich, glaube ich, auf jeden Fall gelohnt. Es gibt hier relativ viele Möglichkeiten, wie man fahren kann. Wir sind jetzt nordöstlich drumherum gefahren. Kann aber auch so südwestlich drum fahren. Da fährt man mal viel mehr Piste. Aber wahrscheinlich sieht man da viel mehr Tiere. Aber wir haben gerade noch mal Wetterbericht gecheckt. Also heute Nacht ab 1 Uhr 28 Liter pro Quadratmeter soll es regnen. Den morgigen Tag, da wäre die Piste nicht mehr fahrbar. Deswegen war es schon gut so, wie wir gefahren sind. Aber wenn man mehr Zeit hat und das Wetter gut ist, ist es wahrscheinlich andersrum. Also so westlich drumherum fahren. Noch schöner.
ganz schön dunkel. Wir gehen mal davon aus, dass der angekündigte Regen dann in den nächsten Stunden kommen wird. Wir sind am Stellplatz angekommen. Es regnet noch ganz gut. Da ist ein Fluss. Da ist ein Casino. Es ist betoniert. Hoffen mal, dass es eine ruhige Nacht wird. Betoniert ist vorteilhaft, damit wir gut wegkommen. Wir hatten eigentlich gedacht, es gäbe nur diese Area da unten. Die ist sehr matschig. Deswegen ist ganz gut, dass wir hier auf Beton stehen. Und dann sehen wir uns morgen beim Weiterfahren. Find your way back home. Find your way back home. Don't be scared of the unknown. I am with you where you go. You'll find your way back home. Oktoberfest ist. Nach 720 Kilometern durch wirklich schöne Landschaft erreichen wir unser Ziel. Wir sind am Campground. Das ist viel zu teuer. 45.000. Wir haben das über 20 €. Aber es gibt nicht so viele Alternativen. Und ja, wir sind vor über 10 Stunden losgefahren. Demzufolge machen wir das jetzt einfach und dann ist das so. Wir haben uns gerade mal auf den Weg gemacht in das Örtchen Villa General Belgrano. Das soll sehr deutsch sein. Ja, neben uns sind auch schon deutsche Restaurants. Und es ist sehr windig und es fängt gleich an zu regnen. Im Hintergrund läuft einfach gerade in der Weihnachtsbäckerei. Ich finde es ja sehr süß. Also ich glaube, da müssen wir mal hingucken, was da gerade los ist. Vor 10 Minuten hat es noch in Strömen geregnet, jetzt scheint schon wieder die Sonne. Und wir gehen jetzt aber mal schnell zu einem Restaurant, bevor es nochmal anfängt zu regnen. Ja, und in der Weihnachtsbäckerei spielt auch nicht mehr. Hier war scheinbar irgendwie sowas wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Aber nachdem es ja so angefangen hat zu schütten, hoffe ich mal, dass sie alle früh genug eingepackt haben und nicht total nass geworden sind. Gulasch! Das ist lecker. Zum Nachtisch gibt es noch ein Eis, das sieht sehr, sehr gut aus. Kostet zwar 3 Kugeln 9.500, aber 2 haben 9.000 gekostet. Macht gar keinen Sinn, nur 2 zu kaufen. Ist auch sehr gut. Aber es war nicht so einfach mit der Sortenauswahl. Weil es gab viele Sachen, die wir nicht so ganz verstanden haben. Aber wir haben was Gutes ausgewählt. Es geht für uns weiter, aber erst fahren wir noch einmal durch den Ortskern. Villa General Belgrano wurde in den 1930er Jahren gegründet und entwickelte sich vor allem durch europäische Einwanderer, insbesondere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine besondere Rolle spielte dabei die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als auch ehemalige deutsche Soldaten und Auswanderer in die Region kamen und den Ort kulturell prägten. Diese Einflüsse sind bis heute sichtbar. In der alpinen Architektur, der Küche und der traditionellen Feste, die stark an Mitteleuropa erinnern. Mit der Zeit wandelte sich Villa General Belgrano von einer kleinen Siedlung zu einem touristischen Zentrum, das seine Geschichte bewusst bewahrt und erlebbar macht. Oh,
be scared of the unknown. I am with you where you go. You'll find your way back home. 100.000 Kilometer! Was wir nicht erwartet haben, dass wir auf einer Rennstrecke landen. Diese ist jedoch nicht mehr in Betrieb. Wir sind an unserem Stellplatz angekommen. Hier ist so ein kleiner See, darf man leider nicht drin schwimmen. Und eigentlich standen wir auch erst weiter da unten, noch ein bisschen weiter unten sogar. Das sind überall so Schirme, aber da stehen ganz, ganz viele Schilder, dass man da nicht parken darf. Also sind wir nach hier umgezogen und wir haben jetzt auch schon 4:30. Also wird sowieso nicht mehr so viel passieren und morgen geht die wilde Fahrt ja weiter nach Mendoza. Die Rennstrecke von Potrero de los Funes führte direkt um den See und mitten durch den Ort und war auch Austragungsstätte internationaler Rennen. Doch genau das wurde später zum Problem. Da der Kurs über öffentliche Straßen führte, war das Leben der Anwohner während Veranstaltungen stark eingeschränkt. Mit der Zeit wuchs der Widerstand, vor allem wegen Lärm- und Sicherheitsbedenken. Die Bewohner gingen schließlich juristisch gegen den Betrieb vor. Mit Erfolg, sodass hier jetzt keine Rennen mehr stattfinden. In den letzten Jahren begann dann der Rückbau. Zäune, Betonbarrieren und Streckenelemente wurden entfernt und heute wird das Gebiet wieder stärker als Erholungsraum genutzt. Nach 5 Tagen Fahrt erreichen wir dann, passend zu den Weihnachtstagen, unser Ziel, Mendoza. Wir decken uns, passend zum argentinischen Asado, mit Grillfleisch ein und treffen uns auf einem netten Weingut mit einigen unserer Reisefreunde wieder. Und dieses Plätzchen ist wirklich schön. Mitten zwischen den Weinreben können wir es uns hier die nächsten Tage gut gehen lassen. Natürlich sind Julia und Markus auch noch rechtzeitig eingetrudelt, sodass unsere große Runde damit perfekt war. An Heiligabend haben wir das Asado und den Wein des Weinguts genossen und die nächsten 2 Tage unser eigenes Asado auf dem Weingut veranstaltet. Natürlich wollen wir auch Mendoza ein bisschen erkunden. Wir starten mit einem der bekanntesten Olivenölproduzenten Argentiniens, L'Or. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1906 und blickt damit auf eine lange Tradition in der Herstellung hochwertiger Olivenöle zurück. Auf den Feldern wachsen verschiedene Olivensorten, die sorgfältig geerntet und direkt vor Ort weiterverarbeitet werden. Das Ergebnis sind mehrfach international ausgezeichnete Öle. Wir besichtigen erst die Farm, lernen mehr über den Herstellungsprozess und besuchen abschließend noch das Museum, bevor es jedoch zum eigentlichen Highlight der Tour geht: die Verkostung der unterschiedlichen Öle sowie weiterer regionaler Produkte. Einen Besuch hier können wir absolut empfehlen. To do like the tasting in this order, like from the middle to this side, because the olive oils and the balsamic vinegars are ordered in the intensity. Da Mendoza ja aber vor allem für den Wein bekannt ist, gehen wir von hier aus noch bei ein paar Weingütern vorbei. Nach den schönen gemeinsamen Tagen mit so vielen lieben Menschen verabschieden wir uns. Jeder hat ein bisschen andere Pläne.
Unser nächstes Ziel ist eigentlich Chile. Da unser Kühlschrank aber noch voller ist als erwartet, wollen wir die Lebensmittel erst aufbrauchen, bevor es über die Grenze geht. Keine so üble Entscheidung, denn das bringt uns dazu, noch bei einem schönen Stausee vorbeizufahren. Wir haben ein halbwegs gerades Plätzchen gefunden. Hier ist allerdings relativ viel los, ist aber auch Sonntag und Ferien. Demzufolge war das zu erwarten. Ich glaube, hier oben ist nicht so viel los. Wenn man weiter runterfährt, dann wird es schon mehr. Aber gut, ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich heute Abend fahren. Da hinten stehen ganz viele. Da kommt man auch ganz gut ins Wasser. Aber schwimmen darf man wohl sowieso nicht. Von hier aus geht es für uns weiter in Richtung Chile, genauer gesagt nach Santiago de Chile. Das seht ihr aber erst in der kommenden Woche, falls ihr mögt. Und bis dahin möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Für all euren Support, sei es per Like, Kommentar, Abo, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Das freut uns immer sehr und bedeutet uns viel. Also, dann bis nächste Woche.